Hey Leute, ich bin Mario und heute nehme ich euch mit auf meinen ersten Klettersteig. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Boah Leute, geht's da runter, guckt euch das mal an. So meine Lieben, wer mich kennt, der weiß, wie schnell ich mich langweile und dass mehr als 1 oder maximal 2 Tage rumliegen nicht wirklich was für mich sind. Deswegen habe ich mal auf meine Bucketlist geschaut und habe mir ein Klettersteig-Set gekauft. Probiere heute zum ersten Mal einen Klettersteig aus, bin ganz gespannt, wie das wird. Angeblich sollen wir ca. 1,5 Stunden hier hochwandern. Die Anreise mit dem Auto war auf jeden Fall schon ein kleines Abenteuer für sich, zumindest nicht für so einen Kleinwagen geeignet. Und ja, was der Klettersteig dann mit sich bringt, das werden wir gleich sehen. Ich bin ganz gespannt. Okay, wir haben jetzt knapp 1 Stunde 20 gebraucht. Und hier ist der Einstieg. Ihr seht, da unten geht es los mit einer kleinen Brücke. Und dann geht es einmal hier den Fels hoch, über den Wasserfall. Da oben weiter. Ihr seht hier die Stahlseile zur Unterstützung. Wir haben es geschafft. Jetzt tausche ich meine Super Mario Cap gegen meinen niegelnagelneuen Kletterhelm. Schauen wir mal. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn ich das da hinten sehe, wie hoch es da rauf geht und wie steil über den Wasserfall. Und ich habe noch nie einen Klettersteig gemacht. Ich habe Höhenangst. Mir schlottern etwas die Knie und ich bin gespannt, ob Klettersteigstufe C, D wirklich für einen Anfänger geeignet ist. Es wird auf jeden Fall spannend und ihr werdet es gleich sehen. Ich passe auf und wenn ich früh merke, das ist zu viel, dann kehre ich um. Ich soll mal sagen, jetzt haben wir es angefangen, jetzt bringen wir es auch zu Ende, ne? Da kenne ich ja nichts. Also Leute, versuchen wir es. Klettersteig Nummer 1. In Marios Leben. Das wird heute ein richtiges Mario Venture. Boah, ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal so Respekt vor etwas hatte. Aha, hier ist er. Hier ist der Einstieg in die verborgene Welt. Über diese Brücke und später irgendwo da oben. Und man hört das Wasser auf jeden Fall tosend. Okay, hier geht es los. Wow. Okay, ganz schön wackelige Sache. Ich hoffe, ich verliere das Mikrofon nicht. Boah. Wow. Boah. Mache ich das wirklich? Mache ich das wirklich? Ey Mario. Warum kannst du nicht einfach zu Hause auf dem Sofa liegen und Netflix schauen? Hindernis Nummer 1, würde ich sagen, haben wir geschafft. Jetzt sind wir mittendrin. Jetzt weiß ich, warum Klettersteig heißt. Wow! Spagat, Leute, Spagat! Wow. Okay. Ja. Also hier will man auf keinen Fall runterfallen. Ich meine, das sieht ja hier
alles erstmal machbar aus. Aber keine Ahnung, wie viel Kraftausdauer man für so einen Steig braucht. Ist halt nicht die Kletterhalle, ne? Wo man mal ein Stündchen gemütlich bouldern geht. Naja. Wow. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wie soll ich denn da runter? Runterkommen. Leck mich am Arsch. Boah, Leute, geht's da runter. Guckt euch das mal an. Ich weiß nicht, wie das auf der Kamera aussieht, aber ich sag mal so, für jemanden, der früher richtig krass Höhenangst hatte und sie echt mit solchen Aktionen hier versucht loszuwerden, ey, ist das hier gerade gefühlt der Tod. Leck mich am Arsch. Aber ihr kennt mich, wenn ich mir etwas in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich den Scheiß auch durch. Man muss hier auf jeden Fall auch kräftig Vertrauen haben in dieses ganze Material. Ey. So ein paar dünne Stofffädelchen, die einen hier halten sollen, wenn man stürzt. Diese Stahlseile, bei denen man auch nicht weiß, wie lange hängen die da schon. Ist das alles safe? Vermutlich die Gedanken, die sich jeder beim ersten Klettersteig macht. Upsa. Deswegen hat man 2 davon. Man braucht Energie. Vermutlich auch eine Technikfrage. Ich meine, ich mache hier einfach mal. Das ist wahrscheinlich nicht sehr kraftsparend, wie ich den Bums hier angehe. Oh, wow. Ich hänge hier oben irgendwo im Berg. Wow. Leute. Alter, hier geht's runter. Hier geht's einfach nur runter. Leckt mich am Arsch. Wow. Ey Leute, das ist der Wahnsinn. Guckt mal hier unten. Ein tosender Wasserfall. Wow. Wow. Hoi, hoi, hoi. Meine Knie wackeln ganz schön. Weiter geht's. Wow. Hey Leute.
Also das ist ja so geil, dass sowas einfach mitten in der Natur angeboten wird. Hier ist ein guter Punkt für eine kurze Pause. So Leute, ich habe jetzt gerade hier mal kurz angehalten und mal einen Blick auf die Karte geworfen und wollte mal sehen, wo ich gerade bin eigentlich im Klettersteig, wie weit es wohl noch ist. Und zu meiner Überraschung bin ich fast durch. Also die steilen, schwierigen Stellen von Schwierigkeitsgrad D habe ich gerade schon hinter mir gelassen, ohne es zu merken. Und jetzt kommt hier noch ein bisschen Kraxelei nach oben. Noch einmal eine gespannte Brücke über den, naja, was ist es? Bach, Fluss, wie auch immer man es nennen mag. Und dann kommt auch schon der Ausstieg. Also 1,5 Stunden, wie angegeben, dauert das Ganze hier überhaupt nicht. Und ich bin gerade auch erleichtert, weil ich nicht wusste, ne? Erster Klettersteig, wie viel Kraft hat man, wie anstrengend wird das. Bleibt man irgendwo stecken, weil es zu schwierig wird. Aber jetzt zu wissen, dass ich fast raus bin, und das noch nicht mal gemerkt zu haben, ist natürlich sehr geil und beruhigend. Jetzt machen wir noch die letzten Meter. Und dann gibt es noch eine kurze Wanderung zu einer Alm da oben. Und dann wird eingekehrt. Fairerweise benutze ich ja das Stahlseil auch recht viel, weil es mir einfach viel Sicherheit gibt, gerade als Anfänger. Mir ist natürlich klar, dass das Ganze nicht darauf ausgelegt ist, hier mit dem Stahlseil zu klettern. So, schauen wir mal. Die Kamera hat auf jeden Fall eigene Pläne. Okay, so. Es folgt die letzte Überquerung dieser wunderschönen versteckten Welt. Guck mal, wie tief er hier einfach runter geht. Hallo Schmetterling! Oh, ein Schmetterling! Ein Schmetterling! Hi! Also es ist Wahnsinn, wie schön es hier ist. Wirklich. Ich meine, unter mir geht es keine Ahnung, wie viele Meter runter, aber guckt euch mal den Wasserfall an. Dieses rauschende Wasser. Und auf der anderen Seite einfach diese Berglandschaft. Da oben Berge, hier Berge, im Hintergrund Berge. Ah. So, das war wahrscheinlich das letzte Stück und es folgt der Ausstieg. Ich denke, da müssen wir uns nicht mehr festmachen. Das sieht hier dann doch alles andere als gefährlich aus. Oh, wow, diese Ruhe. Und jetzt sind es 15 Minuten bis zur Kirschbaumalm. Ja, dann laufen wir mal hoch. Dann kann man die Kamera ja jetzt ausmachen.